Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bike Ergonomics, dem Vlog rund um das gesunde und komfortable Radfahren. Mit der richtigen Einstellung macht das Mountainbiken einfach mehr Spaß. Wie ihr das mit der Fittingbox MTB Expert schnell und einfach hinbekommt, das zeigen wir euch heute. Bikefitting wird auch beim Mountainbiken immer beliebter. Das geht besonders schnell und einfach mit dieser Fittingbox. Kim, hallo und herzlich willkommen. Hallo Jan-Philipp. Erklär uns doch bitte vorab mal, was das Besondere an dieser Fittingbox hier ist. Ja, die ist speziell für Mountainbiker gemacht. Das heißt, wir gehen hier besonders auf die verschiedenen Varianten des Mountainbikes ein. Es gibt ja nicht nur hier so ein Cross-Country-Touren-Mountainbike, sondern es gibt ja All-Mountain, Enduro, Downhill. Was fährst du? Bei mir geht es so in die Richtung Trail on Mountain. Ja, okay. Ansonsten, du hast ja dieses Rad hier, das ist ja auch deine Größe. Wir gucken mal, ob wir das richtig auf dich eingestellt bekommen. Ja, ein anderer Vorteil ist natürlich, das ist die Expert-Box. Wir haben ja auch eine Standard-Komfort-Box. Diese Box geht aber deutlich tiefer rein in die Materie. Gerade für Leute, die sich schon mit dem Thema beschäftigt haben, die einfach eine noch genauere Einstellung haben wollen, ohne dass sie zum Bikefitter gehen müssen. Ja, das ist ja ein Do-it-yourself-System. Das heißt, man macht damit die Einstellung selber. Man braucht natürlich das Know-how. Und dieses Know-how, das befindet sich hier drin. Wir haben ein Handbuch gemacht, das ist auch etwas umfangreicher, trotzdem noch einfach zur handhaben. Wir haben immer eine Erklärung, ein Bild und auch Werte, die schon vorgerechnet sind. Und das Besondere hier ist aber, man kann sich seine individuellen Werte selber berechnen. Wie das geht, das erkläre ich gleich. Wunderbar. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Was ist drin in der Box? Lass uns mal reingucken. Ja, ich mache mal auf. Also was ihr noch sonst braucht, ist so ein Mini-Tool. Ich helfe dir. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Also das eine ist ein Übersichtsposter. Damit könnt ihr schnell mal schauen, worum es geht. Also ihr habt hier schon mal 5 Schritte abgebildet von insgesamt 7 Schritten, die man nacheinander durchführt. Das gibt es einmal für den Bereich Mountainbike Endurance, also mehr für die Ausdauerorientierten, für bis, sag ich mal, All Mountain, und dann gibt es dasselbe nochmal für Technical auf der Rückseite. Dann, das ist der Kern, ist dieses Handbuch. Da stehen die ganzen Informationen drin und die genauen Erklärungen. Da könnt ihr dann wirklich auch in die Tiefe gehen und euch da mal durcharbeiten und schauen, was ihr davon umsetzen könnt. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann sitzt ihr wirklich super auf dem Rad. Ja, dann haben wir die spezielle Schablonen und Werkzeuge. Damit könnt ihr das Rad sehr, sehr einfach und trotzdem sehr genau einstellen. Also es sind sozusagen Einstellhilfen. Damit geht es einfach viel, viel schneller und genauer. Ja, im Detail erkläre ich das auch gleich. Und hier haben wir noch einen Markierungssticker. Was der genau soll, erkläre ich auch später. Und hier verschiedene Werkzeuge. Viele von euch kennen vielleicht auch sowas wie ein Lot, aber ihr habt es vielleicht nicht, dann müsstet ihr euch selber eins bauen. Hier ist ein sehr gutes Lot schon dabei. Wunderbar. Du hast es schon angesprochen, hier in diesem Handbuch, die vielen Werte, die drin sind. Du hast es ja entwickelt. Wie bist du denn auf diese Werte gekommen? Ja, also es gibt natürlich Studien, die wir genutzt haben auf der einen Seite. Dann haben wir sehr viel mit Profis gesprochen und gesagt, okay, was würdet ihr empfehlen? Und ich habe natürlich auch sehr viele Rückmeldungen aus meiner persönlichen Fitting-Praxis bekommen. Und da haben mir die Athleten natürlich auch gesagt, das funktioniert gut, das funktioniert nicht so gut. Und daraus haben wir dann diese Formeln entwickelt. Man hört raus, sehr viel fundiertes Wissen in diesem kleinen Heftchen. Ich würde sagen, wir gucken direkt mal rein. Womit starten wir denn hier? Schritt 1. Ja, Schritt 1 ist eigentlich immer die Sattelhöhe. Das ist ja bei jedem Rad so, das ist auch den meisten sehr, sehr geläufig. Allerdings ist es ja manchmal so, die Downhiller zum Beispiel, die ignorieren ja fast die Sitzhöhe. Wir haben mit vielen Downhill-Profis gesprochen, haben gesagt, okay, ist das jetzt wirklich kein Punkt, der dort wichtig ist? Und war nicht wirklich so. Auch beim Downhill ist die Sitzhöhe wichtig. Deswegen, das gilt für jeden Mountainbike-Typ. Alles klar. Sitzhöhe, du hast es schon angesprochen, bestimmt sich ja durch die Innenbeinlänge. Wie ihr eure Innenbeinlänge ausmessen könnt, zeigen wir euch in einer anderen Folge. Die verlinken wir euch einfach mal hier oben. Das haben wir für euch schon gedreht. Ich würde sagen, wir nehmen meine Innenbeinlänge mal als Maß jetzt für diese Folge hier. Das sind 89 Zentimeter. Ja, was kann ich jetzt mit diesem Wert anfangen? Genau. Ja, da gucken wir natürlich dann mal hier rein in die Tabelle. Und ich schaue mal hier für ein XC-Rad, was du da brauchst. Da hätten wir eine Sattelhöhe von 79 cm
und gucken mal, ob das von Mitte des Tretlagers bis zur Oberkante auch so ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt hier messen möchte, man hat immer das Problem, die Sättel sind so unförmig, man hat keine richtige genaue Messkante, weil ja hier vorne, das ist ganz weich. Man weiß auch nicht so genau, messe ich jetzt hier, hier oder hier, und dafür haben wir eine Schablone entwickelt. So, wir können einmal tauschen, ich gebe dir mal gerade das, dann kann ich die Schablone falten. Es gibt so verschiedene Knickpunkte, die sind schon voreingestanzt, und dann knicke ich hier einfach die Seiten runter und lege das hier drauf. Hier bei dieser Sattellänge nehme ich die vordere Knickstelle, und jetzt seht ihr auch, warum das so gut ist. Ich habe eine ganz genaue Messkante und hier verschiedene Messpunkte. Je nachdem, wo ich jetzt hier messe, habe ich auch eine unterschiedliche Sattelhöhe. Ich zeige das mal kurz. So, es wird immer gemessen von Mitte des Tretlagers bis zur Oberkante der Schablone. Und man sieht jetzt hier, dass du mit 75 cm etwas zu tief bist. Wenn man weiter nach hinten geht oder nach vorne, man sieht dann schon einen großen Unterschied von fast einem Zentimeter. Das heißt, bei einem XC-Rad würde ich jetzt bei -1 messen, weil man doch etwas weiter vorne orientiert sitzt. Je nachdem, wenn du eher ein puren Mountainbiker bist, dann würde ich bei neutral 0 messen. Okay, genau, jetzt sehe ich gerade hier auch in der Liste, man hat 2 Kategorien, Cross-Country, XC und All-Mountain Enduro. Bei Enduro wäre jetzt hier die Empfehlung, dass ich 1 cm tiefer sitze und wahrscheinlich, wie du gerade schon gesagt hast, ich würde an einem anderen Punkt messen, richtig? Ja, genau. Also das heißt, man würde dann weiter vorne oder weiter hinten messen, je nach Bike-Typ. Und was auch sehr wichtig ist, beachtet natürlich immer den Sattel. Was habt ihr für einen Sattel? Wo sitzt ihr dann auf dem Sattel? Versucht auch zu entwickeln, wo euer optimaler Sitzpunkt ist. Dafür ist diese Skala, und wenn man sich damit mal beschäftigt, dann sieht man auch, dass das Sinn macht. Okay. Wir sehen ja hier, ich habe eine absenkbare Sattelstütze drin. Muss ich da was Spezielles beachten oder behandle ich das Fahrrad jetzt mit dieser Stütze genauso wie ein Fahrrad mit einer fixen Stütze? Es war lange so, dann hat man gesagt, beim Mountainbike sollte der Sattel etwas tiefer stehen, ja, damit man mehr Kontrolle hat, damit man vielleicht zur Not auch mal mit dem Fuß auf den Boden kommt. Das braucht man mit den Vario-Stützen ja nicht mehr, weil wenn du in den schwierigen Trail reinfährst, dann machst du es ja einfach tiefer, und jetzt hat man die hohe Kontrolle und mehr Sicherheit, tieferer Schwerpunkt. Aber der Vorteil ist, wenn du jetzt berghoch Vollgas gibst oder auf der Fläche viele Kilometer sammelst, dann kann man wirklich mit einer schönen großen Höhe fahren. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil von der Vario-Stütze. Alles klar. Ja, aber ansonsten, man kann im Prinzip heute mit den Vario-Stützen den Sattel tendenziell etwas höher stellen und damit biomechanisch mehr Effektivität haben. Okay, jetzt haben wir die Höhe eingestellt. Neben der Höhe gibt es natürlich noch andere Parameter, die ich am Sattel verändern kann. Was wäre das zum Beispiel und wie stelle ich das ein? Ja, wichtig ist ja auch dann die Neigung beim Sattel. Beim Mountainbike, wo man jetzt nur mit einer leichten Vorbeuge sitzt, man sieht das jetzt hier, jetzt bei einem Cross-Country oder Tourenbike, beim Downhill Enduro sitzt man etwas aufrechter mit dem Oberkörper, und das hat dann Auswirkungen auf die Sattelneigung. Jetzt bei dem Rad würde ich das so relativ waagerecht stellen, und da können wir mal schauen, ob das schon stimmt. Sieht so ganz gut aus, und wenn ich jetzt das hier reinlege, oh, das funktioniert nicht, weil wir haben hier so eine Entlastungsöffnung für den Dammbereich. Macht ja auch Sinn, ne? Keiner will, dass das da unten zu sehr drückt. Finde ich sehr gut, ja, sehr angenehm. So, und jetzt sieht man schon, die Nase steht ganz leicht nach oben, wenn ich hier die Wasserwaage drauflege. Und man hat hier auch schon so einen Vordruck, wo man genau sehen kann, wo man die Wasserwaage hinlegen muss. Je nachdem, hast du manchmal ein bisschen Druck vorne im Schritt? Ja. Ja, dann würde ich den Sattel ganz leicht vorne wieder runterneigen, dass vielleicht der Sattel genau waagerecht steht. Wenn ihr aber eher das Gefühl habt, nach vorne zu rutschen, dann kann man die Nase ruhig ein bisschen hoch machen. Oder im technischen Mountainbike-Bereich, Enduro, Downhill, darf die Nase ruhig ein bisschen hoch sein. Also beim Downhill sogar relativ stark. Warum? Weil das Rad natürlich sehr stark kippt und dann würde der Sattel extrem weit nach unten zeigen. Man würde sehr schnell nach vorne runterrutschen, das ganze Gewicht nur auf den Händen haben. Zumindest wenn man jetzt ein leichtes Gefälle fährt. Bei ganz schwierigen Trails, da fährt man natürlich oder Sprüngen, dann steht man natürlich in den Pedalen. Vielleicht noch ein anderer Punkt. Hier, das ist ja ein Fully, und die Fullies sind ja die häufigsten Bikes mittlerweile. Man hat einen Säg. Das heißt, das Rad taucht ein bisschen ein. Und mit dem Eintauchen, wenn ich jetzt mal hier schaue, wie stark das eintaucht, na gut, du hast jetzt hier ziemlich viel Luft drin, ne? Wiegst du auch ein bisschen mehr. Bringt viel Muskelmasse auf die Waage, ne? Dann
würdet ihr folgenden Effekt haben, dass hier die Sattelnase nach oben kommt. Das heißt, man könnte dann die Nase per se etwas nach unten stellen, damit man diesen Säg ausgleicht. Damit die Sattelneigung dann im Säg, wenn ich mich draufsetze, Genau, dass du da stabil sitzt und nicht nach vorne rutscht und auch nicht, dass es dann im Schritt drückt. Ja. Ups. Kim, schmeiß es nicht weg, das brauchen wir, glaube ich, Ja, noch. das stimmt. So, das war, wenn ich mich jetzt hier an diesem Handbuch orientiere, Schritt 2, die Sattelneigung. Schritt 3 ist jetzt hier die horizontale Satteleinstellung. Ja, der Nachsitz, der sogenannte Nachsitz, bezeichnet den Wert, sozusagen, wie der Sattel im Verhältnis zum Tretlager steht. Ihr könnt euch vorstellen, wenn der Sattel ganz weit hinten steht, dann trittet ihr natürlich stark nach vorne. Wenn ihr jetzt aber einen wirklich steilen Berg hochfahrt, dann habt ihr das Problem, dass das Vorderrad hochkommt und ihr zu wenig Druck auf dem Vorderrad habt. Deswegen ist diese Einstellung mit dem Nachsitz schon sehr, sehr wichtig. Und dafür gibt es dann auch Empfehlungswerte für jede Kategorie der verschiedenen Bikes. Also bei einem Enduro steht der Sattel weiter vorne, bei einem Tourenrad weiter hinten, sonst hat man zu viel Gewicht auf den Händen. Und beim Downhillrad steht der Sattel zum Beispiel wieder weiter vorne. Ja, wenn man das jetzt auf meine Innenbeinlänge bezieht, beziehungsweise auf die darauf eingestellte Sitzhöhe von 79 cm, sagt mir jetzt hier die Liste, dass ich für ein Cross-Country-Marathonrad 7,8 cm Nachsitz haben sollte und für ein Endurorad zum Beispiel 2 cm weniger. Wir können das ja mal ausmessen. Ja, das probieren wir mal. Diese Schablone oder dieses Werkzeug und Schablone Nummer 2. Genau, diese Schablone, das ist eine Längenmessschablone. Da kann man ganz viele verschiedene Dinge messen, zum Beispiel auch eine Vorbaulänge, das zeige ich später. In diesem Fall machen wir jetzt einmal den Nachsitz. Ich gehe einfach mal hier rum, halte die Länge-Schablone hier hinter die Kurbel. Ihr seht, die hat hier so eine Zentrierung, das ist im Prinzip ganz einfach. Und lasst dann hier von der Sattelschablone das runterfallen. Ich kann jetzt hier das Lot ein bisschen beruhigen. Und man sieht, dass wir hier schon bei 40 mm sind. Und du misst auch wieder vorne von der Sattelspitze, ne? Von der Sattelnase. Das ist hier sehr einfach mit der Schablone, dann drücke ich das einfach hier vorne richtig dran. Ja. Da sind wir 40 mm. Schau mal doch nach, wie viel Millimeter sollten wir haben? Ja, hier bei dem Cross Country wären es 7,8 cm. Gut, oder 78 mm. Ja, das hieße, bei dir können wir auf jeden Fall deutlich zurückgehen. Ja. Ja, sonst fühlst du dich auch einfach zu kurz und wie gesagt, der Winkel zum Pedal ist nicht optimal. Ja. Gut. Ich glaube, das war es soweit im Sattelbereich. Genau, richtig? da sind wir im Sattel soweit fertig. Aber es ist natürlich schon so, dass je nach Bike-Typ da eine große Variation auftreten kann. Ja. Alles klar. Schritt 4, Lenker-Sattelabstand. Ja, der ist ja im Prinzip dafür da, dass man nicht überstreckt fährt. Ich erinnere mich früher, als ich angefangen habe, da hat man solche langen Rennradvorbauten gefahren. Da sind wir wirklich so gefahren. Ich weiß gar nicht, wie wir da die Berg eigentlich runtergekommen sind. Das war Gott sei Dank vor meiner Zeit, aber ich kann es mir wirklich wirklich vorstellen. Zeit, ja. Heute sind wir kompakter, deutlich kompakter, aber auch da kann es natürlich zu lang sein oder vielleicht sogar zu kurz. Und das messen wir mal gerade nach. Dafür brauche ich wieder das Maßband und messe das einfach hier mit der Längenschablone aus. Dazu nehme ich jetzt hier den Messpunkt, hier diese Markierung, genau an den Nullpunkt. Und hier haben wir wieder diese Zentrierung am Lenker. Und das hilft einem, viel genauer zu messen. Und hier vorne habe ich natürlich auch dann den genauen Punkt. Das sind jetzt 52 cm. Es ist nicht ganz wichtig, weil ich vergessen habe, den Sattel höher zu machen, ja, die eigentlich für deine Position geeignet wäre. Aber guck doch mal gerade nach, wie viel müsste ich haben? Ich gucke mal gerade hier. Was sagtest du? 52 Körpergröße. Danach geht es jetzt hier. Bei mir sind es 1,94. Das ist hier immer in 5er-Schritten angegeben. Nehmen wir die 1,95. Und dann lande ich beim Cross-Country-Rad bei 60 cm. Okay, also der Sattel muss ja auch noch deutlich weiter nach hinten, das haben wir ja schon gesagt. Genau, 3,8 cm. Ja, und dann könnte man auch hier einen längeren Vorbau. Und wenn der Sattel nach oben geht, dann geht er auch weiter nach hinten. Ja. Das heißt, dann hätten wir schon den besseren Wert. Eventuell kann man einen etwas längeren Vorbau fahren. Je nachdem aber, wenn ich mir jetzt deine Proportionen anschaue, könnte es sein, dass du jetzt lange Arme hast und vielleicht sogar noch länger nach vorne müsstest. Und das würde man dann ausmessen und kann man mit einer Formel berechnen, was man wirklich individuell braucht. Ja. Und die Formel steht auch da drin. Ja, habe ich gerade eben schon gesehen, genau.
Ich habe tatsächlich das Problem, in Anführungszeichen, dass meine Beine ein bisschen kürzer sind und mein Oberkörper länger ist. Muss ich mir mal genauer angucken. Ja, rechne das mal aus und vielleicht sagst du, okay, ich nehme noch mal einen Zentimeter längeren Vorbau. Ja, alles klar. Gut, Vorbauwechsel ist eigentlich gar nicht so schwer. Falls ihr euch das aber nicht zutraut oder nicht machen möchtet, geht einfach zum Händler eures Vertrauens, der hilft euch da gerne. Wichtig ist einfach nur, dass ihr das maximale Drehmoment beachtet. Das ist aber auf so gut wie jedem Vorbau exakt angegeben. Okay, wenn wir Ja. damit durch sind. Wir haben dann natürlich noch einen Punkt beim Lenker und zwar die Höhe. Ja, Gerade beim Mountainbike ist das sehr wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel im starken Gefälle ist oder starken Steigung, da sollte gerade auch die Lenkerhöhe richtig stimmen. Man kann natürlich gucken, ob das ungefähr auf Höhe des Sattels ist. Das stimmt schon bei relativ vielen Rädern. Aber wenn ihr es genau machen möchtet, und dafür habt ihr ja die Fittingbox, dann guckt auch mal in unsere Empfehlungen rein. Messt aus, also wie hoch ist der Sattel, wie hoch ist der Lenker. Ich zeige euch das gerade. Am besten dann bis zur Oberkante und hier dasselbe. Die Werte dann miteinander vergleichen und schauen, ob das der Empfehlung im Handbuch folgt. bei mir wären es jetzt hier für das Cross-Country-Rad 40 mm, Ja. die der Lenker höher sein sollte. Okay. Das heißt, eventuell bräuchtest du ja einen anderen Vorbau. Was man hier auch machen kann, weil wir hier keine Spacer oder nur noch einen Spacer haben, vielleicht einen kleinen Riser-Bar. Ist ja auch manchmal einfach cooler oder auch vom Handling her ein bisschen entspannter. Man sieht es selbst bei den Profis ja heute, dass manche sogar mit Riser-Bar fahren. Du sagst schon Profis, die Profis unter euch, die haben vielleicht bemerkt, dass ich gerade gesagt habe, dass der Lenker höher sein soll, aber es soll natürlich der Sattel höher sein, ne? Ja. In dem Falle. Gut, Lenkerhöhe. Was kann man am Lenker noch einstellen? Schritt Nummer 6. Ja, was für Mountainbiker natürlich extrem wichtig ist natürlich die ganze Armatur hier. Wichtigste sind die Griffe, also achte darauf, gute ergonomische Griffe zu haben. Ja, wie diese Griffe hier, die sind sehr, sehr griffig und natürlich ein guter Zugang zur Bremse, dass man hier optimal mit einem, maximal mit 2 Fingern bremsen kann. Hier diese Bremse ist ja eher eine 1 bis vielleicht 1,5 Finger Bremse. Dass der Schalthebel nicht im Weg ist, dass man trotzdem sehr schnell drankommt, dass man dort die richtigen Positionen hat. Um hier den Bremshebel richtig einzustellen, kann man auch diesen Winkel ausmessen, also wie stark geht das runter. Und dafür haben wir auch ein Tool. Schablone Nummer 3. Das heißt, das ist diese Winkelschablone, die faltet man so ein bisschen. Das ist auch ganz einfach. Das ist auch in der Fittingbox erklärt, wie man das macht. Und dann kann man hier mit der Wasserwaage zusammen ein Winkelwerkzeug bauen. Das funktioniert dann so, dass hier oben an den Drehpunkt und je nachdem, wie ich jetzt hier den Winkel drehe, hat man den entsprechenden Winkelwert. Ich halte es jetzt hier also mal dran, mache dann hier die Wasserwaage und schaue dann, wie viel Grad ich habe. Hier bin ich dann bei 40 Grad. Das heißt, der Bremshebel steht aus der horizontalen 40 Grad nach unten. Wie viel Grad ist die Empfehlung? 45 für 45. meine Handschuhgröße oder Handgröße Ja. XL. Genau, wenn ihr sehr große Hände habt und der Hebel steht zu flach, dann könnt ihr nicht richtig mit dem Finger Endglied bremsen. Habt ihr kleine Hände und der Griff steht zu steil, dann kommt ihr da nicht richtig dran. Deswegen sind so Werte von den Profis auch, aber natürlich könnt ihr das individuell auch variieren. Also der Griff steht schon gar nicht schlecht, aber vielleicht probierst du es einfach mal. Ja. 5 Grad weiter runter. Alles klar. Gut, dann habe ich den Winkel eingestellt. Bei meiner Freundin tatsächlich war das Problem, brauchte neue Bremsen. Die hat recht kleine Hände. Sie ist am Anfang nicht so gut an den Bremshebel rangekommen. Ich habe jetzt auch keine so große Hände. Hier in diesem Fall, das funktioniert ganz gut. Ansonsten der Tipp, hier vorne ist eine Schraube, die kannst du dann drehen, dann kommt der Hebel dichter dran. Ja. Ja, manchmal muss man das auch mit dem Werkzeug machen. In diesem Fall sehr schön, kann man einfach dran drehen. Ja, also genau bei höherwertigen Modellen kann man das Werkzeug losmachen. Bei den mittelpreisigen kann man das mit dem Werkzeug machen, einfach mit einem kleinen Inbus. Bei den ganz günstigen Modellen ist es oftmals leider nicht möglich. Ja, da kann man dann vielleicht beim Kauf mal drauf achten oder man macht später ein Tuning. Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir alles durch am Lenker. Ich sehe hier Schritt Nummer 7, der letzte, Schuheinstellung. Ja, für die Schuhe, also meistens, gerade im technischen Bereich, benutzen viele diese Flat Pedals. Da kann man den Fuß draufstellen, wie man möchte. Es gibt natürlich auch die Racer unter euch, die vielleicht sagen, ich nehme Klickpedale, aber eigentlich muss der Fuß immer richtig stehen.
Ja. Sollen wir mal gerade zeigen, wie es geht? Vielleicht stellst du mal deinen Fuß drauf. Ja, vorher, glaube ich, muss ich dir noch diese Aufkleber hier geben. Ja, gib mir mal diese Aufkleber. Und die Schablone. Und ne? die richtige Schablone. Prima. So, satteln wir das Pferd mal. Okay, also der Fuß sollte so drauf stehen, dass der ganz satt hier mit dem Ballen auf dem Pedal steht. Ja, dass hier der Bereich gut aufliegt. Das fühlt sich so ganz gut an. Ne? Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel zu sehr mit der Fußspitze fahren würdest, ja, dann bist du hier vorne im Zehenbereich zu instabil, hast zu große Belastung in der Wadenmuskulatur. Ja. Und gerade wenn du jetzt richtig mit Druck fährst oder bergab hämmerst, dann kannst du das kaum stabilisieren. Ja, und man rutscht auch ab. Ja. Das merkt man. Mein Tipp, anders vielleicht als jetzt beim Trekkingrad, kann man im Downhill ruhig mit dem Mittelfuß stehen. Das sorgt dann manchmal für mehr Stabilität. Du merkst, der Hebel ist jetzt kürzer und man kann jetzt etwas besser stabilisieren. Gerade bei der Variostütze und man fährt im Stehen, ist das eh kein Problem. So, und damit man eine Orientierung hat, wie der Fuß steht, dafür sind diese Aufkleber da. Macht euch das einfach mal an den Schuh und wenn dann der Aufkleber irgendwann abfällt, bis dahin habt ihr das dann so verinnerlicht. So, ich gucke jetzt hier, wo das Grundgelenk ist. Ich stelle jetzt etwas weiter nach hinten. Für Enduro empfehle ich den nochmal 10 mm und für Downhill nochmal 10 mm weiter nach hinten zu kleben. Probier es mal gerade aus. Das heißt, hier ist die Pedalachse und der Aufkleber sollte genau da durchgehen. Und dabei hilft euch auch die Schablone. Das heißt, hier die Linie ist genau da, wo der Aufkleber ist. Wenn ihr das so macht, dann könnt ihr es auch selber sehen. Falls ihr alleine seid, dann könnt ihr mal von oben drauf gucken. Ja. Ich würde mal vermuten, analog zu den Flat Pedals ist das bei den Klickpedalen ähnlich, ja? Ja, da muss man natürlich leider so ein bisschen den Kompromiss finden, weil man nicht variabel den Fuß draufstellen kann. Das ist wirklich der Vorteil, wenn man heute Enduro fährt, mit der variablen Fußposition. Ja. Aber beschäftigt euch auch einfach mal damit, denn das ist oft eine Sache, man hat so seine Gewohnheiten, Fuß drauf und dann fährt man in jeder Situation so. Und dabei hat man gerade bei den Flat Pedals die Möglichkeit zu variieren. Ich merke das selbst, dass meine Füße manchmal gerade auf längeren Touren anfangen zu kribbeln, so ein bisschen einschlafen. Werde ich mir mal zu Herzen nehmen, den Tipp, und einfach mal ein bisschen variieren. Vielleicht hilft das ja schon. Ja, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, um deine Fußprobleme in den Griff zu bekommen, aber das zeigen wir in anderen Episoden. Alles klar, wunderbar. Dann sind wir soweit durch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Schablone hier, Schritt Nummer 7, Schuheinstellung. Genau. Dann haben wir, glaube ich, soweit alles besprochen, richtig? Ja, also in 7 Schritten kommt man relativ schnell da durch. Natürlich kann man sich immer wieder damit beschäftigen. Gerade wenn ihr die Grundeinstellung gemacht habt, fahrt, probiert aus, schaut mal, wie ihr damit klarkommt. Und falls ihr nochmal die eine oder andere Sache habt, die noch nicht so 100% passt, dann lest nochmal nach und stellt nochmal nach. Kim, vielen, vielen Dank. 7 einfache Schritte mit der Fit-in-Box MTB Expert. Klingt alle sehr vielversprechend. Man kann es unter Umständen alleine machen, macht es am besten zu zweit, es macht mir Spaß. Der andere, der lernt auch noch ein bisschen was davon. Und vor allem, wenn ihr nicht so einen Ständer habt wie wir hier, dann kann der andere euch auch helfen, das Fahrrad zu halten und vielleicht beim Messen ein bisschen unter die Arme greifen. Hast du vielleicht noch den letzten ultimativen Tipp für uns? Ja, gerade Mountainbike ist ja heute so technisch geworden. Die Räder, die können Strecken fahren. Ja, wenn man das bei den Profis sieht, das ist unglaublich. Damit man nicht nur das von der Einstellung her kann, sondern auch von den Fähigkeiten, empfehle ich euch einen Fahrtechnikkurs. Probiert's mal. Das werde ich auch machen. Erstmal das Fahrrad richtig einstellen und dann vielleicht mit Sascha, unserem Kollegen, der hat es echt drauf, den werde ich mir mal zur Brust nehmen und dann wird er mir da vielleicht mal ein bisschen was zeigen und dann siehst du mich vielleicht in 2 oder 3 Jahren bei der Enduro World Series. Ja, dann komme ich und drücke dir die Daumen. Ja, also im Fahrerlager auf dem Sofa. Gut, wir sind durch. Wir haben noch ein kleines Überraschungspaket für euch und zwar verlosen wir 2 von den Fit-in-Boxen MTB Expert. Das Einzige, was ihr dazu machen müsst, schreibt uns unten in die Kommentare unter das Video hier, was sind eure Probleme? Welche Probleme habt ihr, wenn ihr auf dem Fahrrad sitzt, auf dem Mountainbike sitzt? Ist es eher der Sattel, schlafen euch die Hände ein, die Füße, sonstiges? Schreibt es uns einfach drunter, mehr müsst ihr nicht machen. Dann habt ihr die Chance auf eine von diesen 2 Fitting-Boxen. Klingt gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. So, wir sind am Ende angekommen. Falls euch das Video gefallen hat,
lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten, falls ihr noch Ideen, Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns die ebenfalls gerne unten in die Kommentare. Oder ihr könnt uns das auch persönlich als E-Mail schreiben an info@bikeergonomics.com. Wir beantworten euch das gerne. Ich bin schon wieder durch hier. Ich muss definitiv mal wieder auf den Bock eine Runde drehen. Und das werde ich jetzt auch machen. Kim, ich weiß nicht, ob du mitkommst oder nicht. Ja, sehr gerne. Alles klar. In dem Sinne, wir sind raus. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Ja, tschüss und bleibt uns treu.